Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bevor wir mit diesem Video voll durchstarten, möchte ich hier ein kurzes Statement abgeben, welches mir ziemlich am Herzen liegt. Bin vor kurzer Zeit auf etwas Unverständnis gestoßen zum Thema Bewerbung von Rassehunden auf meinem Kanal. Hier ging es darum, weshalb bewirbst du so oft Rassehunde und nicht arme Mixe, die in Tierheimen auf gute Plätze warten. Lassen Sie mich hier kurz etwas dazu sagen. Ich liebe Hunde seit meiner Kindheit. Ich bekam meinen ersten Hund im Alter von 11 Jahren. Boris verstarb 1992 und ich denke fast täglich an ihn. Genauso oft denke ich an seine beiden Nachfolger und genauso oft werde ich an Vito denken, wenn er mal nicht mehr ist. Alle meine Hunde liegen bei meinen Eltern am Grundstück begraben. Ich liebte sie abgöttisch. Schauen Sie, ich bin jetzt 53 Jahre alt und die Menschheit öffnete mir in diesen 53 Jahren mittlerweile die Augen. Ich bin kein Menschenhasser. Ich liebe meine Familie, ich mag meine Freunde unheimlich, aber genauso empfinde ich mehr Abneigung und Verachtung gegenüber Menschen, die hinterhältig, falsch, bösartig sind, als es früher der Fall war. Ja. Also oftmals ist es so, dass mir 1 Millimeter Hund lieber ist als 10 Meter Mensch. Ist so. Schauen Sie, ich weiß, dass meine Familie mit mir durch dick und dünn geht, egal was geschieht. Und ich liebe sie dafür. Ich weiß aber auch, dass mein Hund mich unsterblich liebt, egal ob ich mit ihm in einer Villa lebe oder in einem dunklen, dreckigen Erdloch lebe. Er liebt mich immer unsterblich. Er wird mir ewig treu sein und vielleicht haben Sie schon mal gesehen, wie ein Hund reagiert, wenn Sie mit ihm geschimpft haben, ihn am Platz geschickt haben, ihn einige Minuten nicht betrachtet haben und sich dann dazu entschlossen haben, sich wieder mit ihm zu vertragen, ihn zu Ihnen gerufen haben, wie sehr sich der darüber freut, dass Sie wieder begonnen haben, ihn zu lieben. Ja. Das ist einzigartig bei Hunden. Ich mag generell Tiere sehr gern, aber Hunde sind meine absolute Nummer 1. Und weil ich diese Hunde so mag, diese Tiere so gern habe, betreibe ich diesen Kanal. Und ich betreibe diesen Kanal deswegen hauptsächlich mit Videos über Rassehunde, weil schauen Sie, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mit dem Kanal Dog Special es sehr stark auf zukünftige Hundebesitzer abgesehen habe. Ich freue mich über jeden Profi, der mir hier zusieht und rechne natürlich auch immer mit anderer Meinung. Ja, das ist ja ganz klar. Aber noch mehr, und das gebe ich ehrlich zu, freut es mich, wenn ich hier jemanden erreiche, der mal in Zukunft einen Hund haben möchte, noch nie einen Hund hatte und sich etwas leichter tut durch meinen Kanal. Denn ich garantiere Ihnen, ich habe schon so viel Hundeleid gesehen. Menschen gesehen, die ihre Hunde schrecklich behandeln, falsch halten. Ich möchte gar nicht von dem Hundeleid im Fernen Osten oder in Südostasien sprechen, wo die Hunde auf bestialischste Art und Weise getötet werden vor dem Verzehr, nur um sicherzustellen, dass ihr Fleisch durch den Adrenalinausstoß zarter dadurch wird. Ich möchte auch nicht auf die Leute eingehen, welche im Nahen Osten generell so erzogen werden, Hunde zu hassen, weil sie als unrein gelten. Obwohl diesen Menschen scheinbar bewusst oder obwohl diesen Menschen eigentlich bewusst sein sollte, dass viele von ihnen, so wie es bei uns auch ist, gar nicht hier wären heute, hätten ihre Vorfahren keinen Begleiter in vierbeiniger Form gehabt, ja, als Jagdhelfer, Beschützer und so weiter. Um das geht's gar nicht. Es geht eigentlich nur darum, zukünftigen Hundebesitzern den Weg zu einem glücklichen Leben mit ihrem Freund oder ihrer Freundin, ihrem Hund, zu ebnen. Denn wenn der Besitzer mit seinem Hund wirklich glücklich ist, ist der Hund es mit seinem Besitzer auch. Und deswegen hauptsächlich Rassehunde, denn schauen Sie, ein Mix, von dem man die Elterntiere nicht kennt, ein Mix, der schon in die Jahre gekommen ist, von der Straße aufgeklappt wurde, gerettet wurde, das sind oftmals enorm anspruchsvolle Hunde. Ich sage Ihnen was, Vito ist mein erster Mix, richtiger Mix. Der Hund hat das volle Arsenal abbekommen. Der hat Charaktere 10 verschiedener Hunderassen in sich. Der ist clever.
Der hat schnelle Auffassungsgabe. Er ist generell schnell. Er ist giftig. Ich sagte zu meiner Frau, wenn du Vito führen kannst, dann ist jede Hunderasse eine Kleinigkeit für dich. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Es ist sehr schwer, als Beginner mit noch nicht so viel Erfahrung zum Thema Hunde, kann es schwieriger sein mit einem Mix als mit einem Rassehund, wo ich eine gewisse Grundbasis an Charakter erwarten kann. Es muss nicht immer der typische Rassecharakter zum Vorschein kommen, aber es ist eine gewisse Basis da, an welcher ich mich orientieren kann. Ich weiß zu 99%, wie groß, wie schwer der Hund wird. Ich kann eine gewisse Anatomie erwarten, einen gewissen Charakter erwarten. Beim Mixen ist das oft nicht möglich und sie erhalten eine Überraschung sei. Das ist der Grund, weshalb ich hauptsächlich Videos über Rassehunde bringe. Klar, schauen Sie, ich würde jedem armen Mix in Tierheimen einen wundervollen Platz wünschen. Glauben Sie mir das, vom Herzen. Natürlich auch jedem reinrassigen Hund, der in Tierheimen darauf wartet. Aber das ist der Grund. Mir geht es eigentlich nur wirklich darum, den einen oder anderen helfen zu können, in Zukunft ein glückliches Leben mit seinem Hund führen zu können, weil dann der Hund auch glücklich ist. Und wie gesagt, jeder glückliche Hund, der macht mich dann auch glücklich, ja. Das ist der Grund. Nicht mehr und nicht weniger. So, und jetzt zum eigentlichen Video, aber dazu muss ich nach Hause gehen, denn ich habe das Skript nicht mit. Also, bis gleich. So, liebe Zuseher, hier sind wir wieder zu Hause angekommen, das Skript in der Hand. Heute musste ich zu meinem Glück nicht diese Extremsteigung mit meinem Hund bewältigen, welcher hier ja tänzelnd wie Fred Astaire hinter sich bringt. Doch dafür prügelt er mich durchs Dickicht im Wald. Er bildete sich ein, die Pfade verlassen zu müssen, auf Erkundungstour zu gehen. Ja, ich glaube auch, dass schon langsam die Meer des Waldschrats wieder aufflammt in Neudörfel und früher oder später wird sich der Dorfmob mit Fackeln bewaffnet auf die Jagd nach diesem Waldschrat machen. Ich hoffe, ich bin da nicht mit meinem Hund unterwegs. Ja, so, nun zum Thema. Selbstverständlich wissen wir ja alle, dass unsere Hunde oftmals ein gesegnetes Alter erreichen. Also Hunde, die 18, 19 Jahre alt werden, sind nicht wirklich eine Seltenheit, möchte ich mal behaupten. Doch im Schnitt rechnen wir bei einem gesunden Hund mit einem Alter von, sagen wir mal, 10 bis 14 Jahre. Ich würde sagen, dieser Schnitt passt. Also ein Tier, das einem schon einige Zeit lang begleiten kann. Ja. Ist es selbstverständlich auch immer wichtig, dass man sich den richtigen Hund aussucht. Denn ich hatte mal einen Bekannten, da lebte ich noch in Wien, der war im Besitz eines Golden Retrievers. Meine Liebe zu Hunden war damals selbstverständlich schon voll entflammt gewesen, war schon integriert in den Hundesport. Und als wir da so unterwegs waren, sagte er mir mal, weißt du, ich liebe meinen Hund zwar, aber manchmal dachte ich mir, etwas mehr Pfeffer würde ihm nicht schaden. Ein gelber Golden Retriever, ja, wie kann es auch anders sein? Und ich sagte ihm, nö, hättest du gleich einen Hoverwart genommen. Nicht? Was ist ein Hoverwart? Ne? Habe ihm dann die Rasse erklärt, sage, wäre eine gute Alternative für dich gewesen, wenn dir der Golden Retriever gefällt, du aber mit etwas mehr Pfeffer suchst. Ja. Vor nicht allzu langer Zeit, also vor einigen Tagen, schrieb ich mit einem meiner Zuseher, hallo Christian, über seine Hündin Endra, die habe ich schon vorgestellt, die Riesenschnauzerhündin, und wir kamen da, ich weiß nicht mehr weshalb, aufs Thema Deutschstrata. Und Christian meinte, weißt du, dass der Deutschstrata dem Riesenschnauzer gar nicht so unähnlich ist? Ich stimmte ihm da voll zu. Also rein anatomisch gesehen, ja, andere Farben, andere Charaktere, wissen wir schon, aber wissen schon der Bart, ähnliche Größe und so weiter. Ja, kann mir gut vorstellen, dass Riesenschnauzer-Fans ein Deutschstrata zum Beispiel auch gefallen würde. Ja, und so kam ich auf das Video und dachte ich mir, es ist ja nie ganz falsch, wenn man zu 100% mit seiner Rassewahl zufrieden ist. Auch wenn Sie dann im Besitz eines Hundes sind, den Sie bis an sein Lebensende verehren, muss es ja nicht sein, dass Sie sich denken,
Etwas Ähnliches nur mit etwas mehr Pfeffer oder etwas Ähnliches nur etwas ruhiger oder mit einer anderen Farbe wäre vielleicht auch ganz toll gewesen. Deswegen möchte ich mit diesem Video Leute erreichen, die vorhaben, sich in Zukunft einen Hund nehmen zu wollen, der ihnen natürlich gefällt, wo sie sich aber nicht ganz sicher sind und ihnen vielleicht einige Alternativen hier mit diesem Video anbieten. Denn, wie gesagt, ich wiederhole mich, es ist immer von Vorteil, wenn man zu 100% mit seiner Rassewahl zufrieden ist. Doch bleiben wir gleich mal beim Riesenschnauzer. Vorher möchte ich allerdings noch etwas zur Haltung von Jagdhunden sagen. Ich weiß, die Mehr geht um in der Welt der Hundefreunde, dass typische Jagdhunderassen eigentlich nur von Jägern gehalten werden sollten. Nehmen wir als Beispiel mal den deutschen Jagdterrier, den Petterdale Terrier, den Deutschstrater, Deutschkurzhaar. Da gäbe es so viele. Doch ich sage Ihnen was, mit jedem Jäger lasse ich mich hier auf eine Diskussion ein. Wieso? Nun schauen Sie, ich weiß, dass zum Beispiel der Deutschstrater, der Deutschkurzhaar, Jagdhunde, deutscher Jagdterrier, Spezialisten sind auf ihren Gebieten und sich für gewisse Art der Jagden ganz, ganz toll eignen. Viel besser als Nicht-Jagdhunde. Das ist mir ganz klar. Das können Sie auch weiterhin tun und werden Sie höchstwahrscheinlich auch weiterhin tun, liebe Jäger. Doch zu behaupten, dass diese Hunde ungeeignet wären als Hund in Nicht-Jägers Hand, das ist etwas gewagt, würde ich mal sagen. Denn schauen Sie, jeder Jagdhund, jede Jagdhunderasse, wenn die geistig und körperlich ausgelastet wird, eignet sich genauso als Haushund wie als Jagdhund. Schauen Sie, unterm Strich ist das auch nur ein Hund und keine eigene Spezies. Und da können Sie mit mir diskutieren, tagelang, wochenlang und jahrelang. Ich diskutiere gern mit Ihnen darüber. Das ist meine Meinung, davon bin ich fest überzeugt. Denn wie viele Hunderassen sind denn heutzutage schon typische Begleithunderassen? Nehmen wir den Pudel her, den Jagdhund. Nehmen wir die Red River, Golden Retriever, Labrador Retriever, Jagdhunde. Sämtliche Terrierrassen, Fox Terrier etc. sind alles Jagdhunde. Gleichzeitig aber auch ganz beliebte Familienhunde und geeignete Familienhunde. Und genauso sieht es auch mit diesen typischen Jagdhunden auch aus. Also, liebe Jäger, auch wenn ich mir jetzt Ihre Missgunst zugezogen habe diesbezüglich, ja, dann ist es halt so, aber auch echte Jagdhunde, wenn sie in guter Hand sind, gut geführt werden, geistig, körperlich ausgelastet werden, sind genauso geeignet als Haushunde, also als Hunde in Nicht-Jägers Hand, wie keine echten Jagdhunde. So, jetzt zurück zum Riesenschnauzer. Wenn Ihnen der Riesenschnauzer gefällt, ja, oder aus welchen Gründen auch immer Sie sich denken, na, Riesenschnauzer gibt es in Salz und Pfeffer und in Schwarz, aber mir würde ein Hund, der so ähnlich aussieht wie ein Riesenschnauzer, obwohl er völlig anders charakterlich funktioniert, in einer anderen Farbe noch besser gefallen. Ja, dann denken Sie über einen Deutschstrater nach. Ich kann Ihnen aber auch einen Griffon Courtaulds vorschlagen. Auch das ist ein Hund, der in die ähnliche Richtung wie der Riesenschnauzer hineingeht. Also würde ich sagen, sowohl der deutsche als auch der französische Jagdhund oder niederländische Jagdhund, bin mir da jetzt nicht ganz sicher, französisch, deutsch, niederländischer Jagdhund, kämen als Alternative für den Riesenschnauzer in Frage. Vorher habe ich den Golden Retriever angesprochen und als Alternative den Hoverwart. Ja. Dazu stehe ich. Von der Ferne kann man Golden Retriever mit gelben Hoverwarts sehr leicht verwechseln. Und diese Hunde sind charakterlich völlig verschieden und das sage ich gleich vorneweg. Hier kommen oftmals Alternativen zur Sprache, die charakterlich völlig anders funktionieren als diese Hunde, zu welchen sie als Alternative gelten sollen. Also das sollte schon mal klar sein. Hier geht es rein nur um die Optik. Also, wenn Sie Ihnen die Optik eines Goldies, eines Golden Retrievers angetan hat, Sie aber einen Hund möchten, der sich mehr für den Gebrauchshundesport zum Beispiel eignet, einen Hund mit mehr Ecken und Kanten, dann wäre ein gelber Hoverwart eine vorzügliche Wahl. Umgekehrt gilt natürlich selbes. Wenn Sie auf einen Hoverwart getroffen sind, Ihnen dieser Hund sofort gefallen hat, doch der etwas zu viel Temperament vorgewiesen hat für Ihren Geschmack, ja, können Sie sich eventuell an einen Golden Retriever orientieren. Ja,
Freunde der Optik von Rhodesian Ridgebacks. Auch hier gibt es einige Alternativen. Es kann ja verschiedene Gründe haben, weshalb man sich einen Ridgeback nicht zutraut. Wir wissen, Ridgebacks können schon mal etwas Fahrt aufnehmen, speziell bei Begegnungen mit anderen Hunderassen. Die können schon sehr dominant werden, sind sehr starke, sehr leistungsfähige Hunde. Auch die Alternativen, die ich Ihnen gleich anbieten werde zum Ridgeback, sind leistungsstarke Hunde mit viel Power. Doch weisen sie andere Charaktere vor. Und wenn es zum Beispiel ein Charaktergrund ist, weshalb Sie einen Ridgeback haben wollen, Ihnen der Ridgeback aber generell optisch sehr gut gefällt, nun, als etwas zierlichere und weniger kantige Variante könnte vielleicht der Magierwischler in Frage kommen. Aber auch der Deutsch Kurzhaar, lieber Jäger, wäre eine Alternative, meiner Meinung nach, da er optisch in eine ähnliche Kerbe schlägt. Auch der Dobermann ist dem Ridgeback oftmals nicht unähnlich, wenn es ein kapitaler Dobermann ist. Ja? Also Dobermänner dürfen heute sowieso nicht mehr kopiert werden, also in Deutschland und Österreich, zumindest ist das so. Und wenn Sie sich einen Dobermann in rot-braun vorstellen, einen substanzvollen Dobermann, dann geht er schon in die Richtung eines Ridgebacks hinein. Auch könnte eventuell ein Catahoula Leopard Dog in Frage kommen, wenn er einer großen Linie entstammt. Denn Catahoula Leopard Dogs sind oftmals weitgehender als Ridgebacks. Gilt übrigens auch für die Magierwischlers. Aber es gibt bei den Leopard Dogs Linien, die Schulterhöhen weit über 60 cm erreichen. Und solch ein Leoparde könnte schon in dieselbe Kerbe schlagen, optisch, bis auf die Farbe, wie ein Ridgeback. Ihnen gefällt der Fila Brasileiro, aber alle Molosser-Fans wissen, dass der Fila sehr oft mit Vorsicht zu genießen ist, wenn Besuch empfangen wird. Ja. Wenn Sie eine sehr gesellschaftsfreudige Person sind, welche des Öfteren Besuch empfängt, dann kann es mit einem typischen Fila Brasileiro hier schon etwas problematisch werden. Nicht immer, es gibt natürlich Ausnahmen, das ist ganz individuell und ich habe schon mal mit einem Zuseher Kontakt gehabt, der mir gesagt hat, das funktioniert recht gut. Er muss sich zwar durchsetzen beim Empfang eines Besuchs, aber das passt dann. Allerdings hatte ich auch schon mit vielen Besitzern zu tun, die ihre Hunde immer wegsperren mussten, wenn Besuch kam. Also, wenn Ihnen ein Fila sehr gut gefällt und Sie ein sehr gesellschaftsfreudiger Mensch sind, der viel Besuch empfängt, ja, um hier Problemen von Grund auf mal aus dem Weg zu gehen, ja, könnten Sie sich eventuell für einen Bracco Italiano oder einen englischen Bloodhound interessieren, die optisch eine ähnliche Form vorweisen wie der Fila, nicht ganz so massig sind, nicht ganz so wuchtig daherkommen, aber sie gehen optisch, das steht außer Frage, in eine ähnliche Richtung. Ja. Also, gute Alternative, wenn es hier zu Problemen mit Besuch kommen könnte, Bracco Italiano oder Bloodhound. Viele Fans großer, massiger Molosser haben mit dem Fakt der Rassehundeliste zu tun, mit den Auflagen, den zu erfüllenden. Ja, ich kann das gut verstehen. Ja. Ich lebe hier im Burgenland, wir haben so etwas hier zum Glück nicht, aber gleich im angrenzenden Niederösterreich ist das Ganze ja, voll aktuell, auch in Wien. Aber es hat ja nicht jeder das Glück, in einer Umgebung zu leben, wo es keine Rassehundeliste gibt. Und wenn Sie dort leben und Fan von großen, wie sagt einmal ein Zuseher, kanisterköpfigen Molossern sind, dann können Sie sehr schnell in Kontakt mit Auflagen für die Haltung von Listenhunde kommen, ist ganz klar. Wenn Sie das stört, ja, also wenn Sie das Ganze umgehen wollen und dennoch nicht auf einen Hund verzichten möchten, der in diese Richtung hineingeht, also groß, massig, English Mastiff, gutes Beispiel, ja, dann kommen Sie an einem kurzhaarigen Bernardiner nicht vorbei. Ja. Das ist die beste Alternative zu kanisterköpfigen großen Molossern, welche nicht auf der Rassehundeliste stehen. Also, Ihnen gefällt der English Mastiff, Sie wollen die Rassehundeliste und die Auflagen, die dazugehörigen, umgehen, sehen Sie sich den kurzhaarigen Bernhardiner an. Wenn wir schon bei der Liste sind, Sie sind ein Fan von Bullterrier-Rassen. Ganz klar, überall wo es Rassehundelisten gibt, dort stehen die Bullterrier auch drauf.
Sie wollen aber einen Hund, der in dieselbe Richtung geht. Bull Terriern anatomisch sehr ähnelt. Der Mallorca Bulldog ist mein Vorschlag. Der Cardebu, da kommen Sie dran nicht vorbei. Der Cardebu steht nicht auf der Liste und hat ähnliche Anatomie vorzuweisen wie die Bull Terrier Rassen. Sie lieben den deutschen Boxer. Auch ich liebe den deutschen Boxer. Heute habe ich wieder einen Rügen getroffen. Sehr freundlich. Mein Hund war da weniger freundlich bei der Begegnung, ja. Sie lieben den deutschen Boxer. Er wäre Ihnen aber etwas kleiner lieber. Dann kann ich Ihnen den Continental Bulldog vorschlagen, der genauso typvoll ist wie der deutsche Boxer. Kleiner ist, etwas mehr Substanz mitbringt. Im Verhältnis, sage ich mal, ja. Wenn Sie das Ganze aber größer möchten, also wenn Ihnen die Optik des deutschen Boxers sehr gut gefällt, doch Sie hätten auch nichts gegen einen größeren deutschen Boxer mit mehr Substanz, mit mehr Wucht, ja, dann kommen Sie an einem American Bulldog vom Johnson-Typ nicht vorbei. Das wäre mein Vorschlag. Top-Hund, American Bulldog, aber auch der Continental ist ein Top-Hund und auch der deutsche Boxer, selbstverständlich. Sie haben sich in den exotischen Alapaha Blue Blood Bulldog verguckt und wissen genauso gut wie ich, dass es fast unmöglich ist, als Europäer einen solchen Hund zu bekommen. Die Warteliste auf diese Hunde ist enorm lang. Ja, es gibt nur ganz wenige Züchter dieses wunderschönen Bulldogs und die sind meistens schon lange vorbestellt. Also Sie werden höchstwahrscheinlich keine Chance haben, wenn Sie nicht wirklich Freunde in den USA haben, die Ihnen einen warm halten, einen Alapaha Blue Blood Bulldog zu bekommen. Aber es gibt eine Alternative. Allerdings müssen Sie dafür auch über den Atlantik in die USA, denn hier in Europa kenne ich keinen einzigen Züchter. Ja. Wobei das mit dem Begriff Züchter sowieso schwierig ist, denn also ich nenne mal die Rasse als Alternative zum Alapaha Blue Blood Bulldog und das ist der Catahoula Bulldog, der keine Hunderasse ist, sondern einfach nur eine Kreuzung zwischen Catahoula Leopard Dog und American Bulldog. Doch es ist nicht so, dass, oder speziell bei den Amerikanern ist es so, dass man nicht mit Catahoula Bulldog und Catahoula Bulldog weiter züchtet, ja, um einen gewissen Typ Hund oder eine Rasse zu erschaffen, sondern bei denen ist es immer nur dann ein echter Catahoula Bulldog, wenn er direkt aus der Kreuzung Catahoula Leopard Dog und American Bulldog entstand. Also, Sie verstehen schon, was ich meine. Sehen sich meiner Meinung nach ähnlich, allein schon aufgrund der oftmals vorkommenden Merle-Farbe. Also, Sie wissen schon, dieses Gesprenkelte. Diese Farbe weisen der Alapaha Blue Blood Bulldog des Öfteren vor und auch der Catahoula Bulldog. Aber um einen Catahoula Bulldog zu erhalten, müssen Sie in die USA. Wunderschöne Hunde, gefallen mir sehr gut. Windhunde. Wenn Ihnen ein Windhund gefällt, auch mir gefallen sie, doch mir sind sie oftmals zu schlank. Ja? Auch mein Hund hat keinen breiten Kopf, ganz im Gegenteil. Aber dennoch noch kräftiger als ihn die Windhunde vorweisen. Mir sind die Windhunde oftmals, obwohl sie enorm bemuskelte Gliedmaßen besitzen, also die Hinterhand von zum Beispiel Greyhounds ist übermächtig. Also das ist sehr beeindruckend. Aber dennoch sind sie mir etwas, zu schlank. Oft schon dachte ich mir, wenn der nur etwas kerniger wäre, der Greyhound, wäre das ein Top-Hund. Doch hier habe ich einen Geheimtipp für Sie. Auch hier müssten Sie 2 Stunden Flug in Kauf nehmen, aber das ist ja eine Kleinigkeit. Also wenn Ihnen Windhunde gefallen, sie Ihnen aber noch mehr gefallen würden, wenn Sie etwas mehr Substanz mitbringen, ja, dann schlage ich Ihnen vor, nehmen Sie Kontakt mit Irish Travelers in Großbritannien auf und besorgen Sie sich entweder einen Bull Lurcher oder einen Bull Grey. Die werden oftmals vom fahrenden Volk in Großbritannien gezüchtet zur Jagd auf Hasen oder Kaninchen. Bull Lurcher, Bull Greys sind oftmals Verpaarungen zwischen Windhunden und Bull Terrier Rassen. Ganz, ganz tolle Hunde. Aber mit Sicherheit nicht einfach zu führen und zu halten. Ja? Sei gleich vorneweg gesagt. Wenn Ihnen der Bernardiner gefällt, aber etwas zu träge ist, so empfinde auch ich ihn. Ja? Also Bernardiner, finde ich, sind wunderschöne Hunde. Groß, imposant, toller Charakter. Aber die Bernardiner, die ich kannte einige, kamen alle etwas zu, wie soll ich sagen, zu
ja, Schlachtschiffmäßig daher. Also mir wären sie, wie soll ich sagen, genauso wie der English Mastiff etwas zu träge. Ist Geschmackssache. Wenn Sie das ähnlich sehen, aber Ihnen generell die Optik eines Bernardiners sehr gut gefällt, ja, dann kann ich Ihnen den Moskauer Wachhund vorschlagen. Aber Achtung, da lodert etwas Feuer drin, also der hat schon weit mehr Dampf unter der Haube. Nicht kräftemäßig, aber charakterlich als der Bernardiner. Würde aber optisch als Alternative zum Bernardiner für mich durchgehen. Als nächsten Vorschlag haben wir da gleich Ähnliches, denn generell finde ich, ist der Leonberger ein herrlicher Hund. Wir hatten hier eine Hündin, die Baloo, von der habe ich schon mal erzählt. Ein wunderschöner Hund. Aber ich kann mir auch hier vorstellen, dass sie vielleicht einem etwas mehr, feurigen Leonberger kann ich gar nicht sagen, etwas mehr kantigeren Leonberger zugeneigt werden. Ja? Obwohl, ich sagte Ihnen ja Fipso, wenn Sie das Video von Leonberger gesehen haben, der Hund hieß Fipso, ja, irre. Ein riesen Leonberger, der hatte Feuer. Aber generell sind Leonberger sehr ausgeglichene, ruhige Hunde. Ein Hund, der einem Leonberger sehr ähnlich sieht, aber weit kantiger ist. Wenn Sie es auf so etwas abgesehen haben, und es ist eine Geschmackssache, es ist ja nichts Schlimmes. Viele Leute lieben eher kantigere Hunde, es ist ja nichts Schlimmes, deswegen ist ja der Hund nicht böse. Also jeder, der das jetzt behauptet, der versteht nicht, um was hier eigentlich geht. Also wenn Sie auf die Form des Leonbergers stehen, ja, aber Ihnen dieser Hund mit etwas mehr Ecken und Kanten lieber wäre, dann wäre vielleicht der germanische Bärenhund eine Alternative für Sie. Genauso gilt es aber auch umgekehrt. Wenn Sie mal auf einen germanischen Bärenhund gestoßen sind, der Ihnen aber persönlich etwas zu viel Feuer inne hatte, sehen Sie sich um einen Leonberger um. Mein Vorschlag. Kaukasische Ovtcharka sind wunderschöne Hunde. Oh, anspruchsvoll zu halten. Man benötigt viel Platz, am besten ein großes Grundstück. Man sollte ein sehr selbstbewusster, seriöser, vernünftiger Hundeführer sein, damit dieser Hund seine optimalen Charaktereigenschaften entwickeln kann, ja, und nicht abdriftet. Sie wissen schon, was ich meine. Aber gehen wir davon aus, Sie sind so ein Hundeführer oder ein Hundehalter. Solch ein Hundemensch. Doch der Kaukase ist Ihnen etwas zu groß und gibt für mich nur eine Alternative. Das ist der Schaplaninaz, der dem Kaukasen sehr, sehr nahe kommt, optisch, aber oftmals 10, 15 cm weniger Schulterhöhe vorweist. Wir haben hier einen sehr schönen Schaplaninaz, etwas heller, ein Topwächter in Neudörfel. Also der Schaplaninaz als Alternative zum großen Kaukasen. Gehen wir mal weiter zum König der Hunde, zum deutschen Schäferhund. Ja. Die meisten Hundefreunde sind auch Fans des deutschen Schäferhundes. Ja, inklusive mir. Ich liebe diesen Hund. Wahnsinnig. Ich weiß aber auch, dass es sehr viele Schäferhunde-Fans, eingeschworene Schäferhunde-Fans gibt, die auch schon mit Molosser geliebäugelt haben. Ich weiß das. Ich habe auch schon mit Schäferhundebesitzern meines Zusehern, meines Kanals geschrieben, die ebenfalls begeistert sind von Molossern. Doch wenn sie das sind und jetzt aktuell vielleicht keinen Hund haben, und sich nicht sicher sind, was sie in Zukunft tun werden, in Bezug Rasse. Ja? Also wenn sie im Wackel sind zwischen Schäferhund und Molosser, ja, sie müssen den Weg gar nicht völlig verlassen. Der osteuropäische Schäferhund, ja, der weist nicht selten eine Schulterhöhe von 76 cm und knapp unter 60 Kilo auf. Und erst vor kurzem habe ich von einem Zuseher eine Hündin im Alter von 8 Monaten und 40 Kilo zugeschickt bekommen und ich sah mir auch die Zuchtstätte dieser Hündin an. Sagen wir was. Es sind ein paar feste Fleck dabei. Also da liest du nur 74 cm Schulterhöhe, 55 Kilo. 73 cm Schulterhöhe, 53 Kilo. 76 cm Schulterhöhe, 62 Kilo, etc. etc. Das sind riesige Schäferhunde und sind, sage ich mal, meine Nummer 1, wenn es um Optik deutscher Schäferhund geht. Also würde ich mir einen Schäferhund nehmen, wäre es zu 99% ein osteuropäischer Schäferhund, weil ich ein großer Molosser-Fan bin, weil ich aber auch ein sehr großer deutscher Schäferhunde-Fan bin. Also der osteuropäische Schäferhund, wenn Sie nicht ganz sicher sind, ja, Schäferhund oder Molosser, also wäre der osteuropäische Schäferhund eine gute Alternative, nur ein Tipp. Und wenn man sich als Fan von Schäferhunden auch von
der Optik der Bull Terrier angezogen fühlt, ja, dann gibt es sowieso nur eine Wahl für mich. Und das ist der Australian Cattle Dog. Denn das ist für mich ein deutscher Schäferhund im Bull Terrier Kostüm. Ja, also Australian Cattle Dog, wenn Sie sich angezogen fühlen von der Optik von Schäferhunden und von Bull Terriern. Alternative, machen Sie einen Kompromiss, nehmen Sie sich einen Cattle Dog. Dann haben Sie einen Schäferhund im Bull Terrier Kostüm. Ja. Beim Rottweiler ist es nicht so schwer. Also, wenn Ihnen der Rottweiler gefällt, Sie es aber eher auf einen ähnlichen Hund abgesehen haben, der kein Rottweiler ist, ja, dann käme vielleicht der große Schweizer Sennenhund in Frage. Ein wunderschöner Hund, von welchem ich auch schon ein extra Video gemacht habe. Schauen Sie es sich an. Toller Hund. American Staffordshire Terrier sind Ihre Traumhunde. Sie wollen das Ganze aber ausgestattet haben mit dem Willen, Ihr großes Grundstück zu bewachen. Außerdem sollte der Hund noch mehr an Substanz mitbringen. Ja, was wäre mit einem Presa Canario? Natürlich kein 1:1 Abbild zum Amstaff, aber absolut derselbe Typ. Nur größer und ein vorzüglicher Wächter Ihres Riesengrundstückes. Also der Presa Canario als gute grundstücksbewachende Alternative zum Amstaff. Ja, wenn Ihnen der Königspudel zu groß ist und die anderen Pudel zu klein sind, dann sehen Sie sich einen Lagotto Romagnolo an oder einen portugiesischen Wasserhund. Würde ich sagen, ist eine akzeptable Alternative. Sind Sie Malteser-Freund? Sie stehen auf kleine, kurzbeinige, weiße Hunde, hätten aber gerne einen Hund, der in die ähnliche Richtung geht, aber etwas mehr Biss hat. Ja, und wo kenne ich einen Malteser-Rüden, der auch ziemlich Pfeffer hat, aber Sie wissen, was ich meine. Einen Hund, der nicht ganz genauso aussieht wie ein Malteser, aber auch klein ist, weiß ist, kurzbeinig ist, aber ziemlich kernig ist, ja, und ein richtiger Teufel sein kann. Ja, dann sehen Sie sich einen West Highland White Terrier an. Ist nur ein Tipp von mir, sind wunderschöne, feurige Hunde. Deutsche Pinscher haben es Ihnen angetan. Schade, dass es die nicht in Terrierform gibt es. Besorgen Sie sich einen Manchester Terrier. Sehen Sie sich den Manchester Terrier an. Tolle Alternative zum deutschen Pinscher. Der japanische Tosa Ino hat Sie schon immer fasziniert, auch mich. Und ich besaß 10 Monate lang einen, bevor er von mir gegangen ist. Tosa Ino ist einer der herrlichsten Molosserrassen auf der ganzen Welt für mich, aber der Hund ist mit viel Gefühl und Geduld zu erziehen. Ich weiß das. Eine Molosserrasse, in welche ich mich ganz besonders intensiv eingelesen habe und mit sehr vielen Besitzern gesprochen habe. Ein Hund, der sehr schnell mal Ecken und Kanten besitzen kann, diese auch zeigen kann. Also, das ist ein großer, mächtiger, unheimlich starker Hund. Doch es gibt eine Hunderasse, die dem Tosa Ino optisch gefährlich nahe kommt, aber, das garantiere ich Ihnen, weit führiger ist als der Tosa. Selbstverständlich kann man auch mit diesem Hund Fehler machen und der Hund etwas abdriften, aber generell ist er ruhiger, führiger als der Tosa. Ich spreche hier vom dänischen Proholmer. Sehen Sie sich diesen Hund an, wenn Sie Tosa-Fan sind, Ihnen der Tosa aber etwas zu, ich weiß nicht, ob ich einen Tosa führen kann, dann versuchen Sie es mit dem Proholmer. Eine gute Alternative. Ist nur ein Tipp. Einen habe ich noch. Es gäbe noch viel mehr, aber da würden wir bis morgen hier sitzen. Der Irish Wolfhound ist Ihr Traumhund und Sie denken sich, gäbe es diesen Hund etwas kleiner, dann wäre es mir viel lieber. Es gibt diesen Hund etwas kleiner. Und zwar spreche ich hier vom schottischen Hirschhund, der fast eine 1:1 Ausgabe ist vom Irish Wolfhound, nur etwas zierlicher gebaut, merklich kleiner und leichter ist als der Irish Wolfhound. Also der schottische Hirschhund als Alternative zum größten Hund der Welt. Liebe Zuseher, das war's mit einigen Alternativen zu Ihrer Lieblingsrasse vielleicht. Es gäbe noch sehr viel mehr, aber vielleicht habe ich Ihre Expeditionslust mit diesem Video geweckt. Wühlen Sie sich durchs Internet, vielleicht finden Sie ja auch für Ihre Lieblingsrasse eine Alternative. Es ist immer von Vorteil, wenn man wirklich zu 100% davon überzeugt ist, den richtigen Hund zu halten. Ich weiß schon,
auch wenn Sie nach gewisser Zeit draufkommen, es wäre vielleicht doch besser gewesen, ich hätte mir den oder den genommen, wird das die Liebe zu Ihrem aktuellen Hund nicht schmälern. Aber es ist immer besser, wenn Sie sich von Anfang an zu 100% für den richtigen Hund entscheiden. Deswegen dieses Video. Ja, hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon.